Beim Höhentraining sind wir mit sehr viel Kräften, die uns natürlich bläserisch auf unterschiedlichste Weise belasten. Natürlich allen voran unsere Lippen, unsere Ansatzmuskulatur, die natürlich dementsprechend mit der Luftgeschwindigkeit, mit dem Luftdruck, der von hinten auf diese einwirkt, und auf der anderen Seite das Mundstück, der eben auch eine Belastung für unsere Lippen darstellt. Wir haben den körperlichen Einsatz, der natürlich auch nicht zu unterschätzen ist. Wir haben die Zwerchfellmuskulatur, die sehr stark aktiv ist, und letztendlich ist es so, dass natürlich das alles in Summe unglaublich viel Kraft kostet und uns letztendlich dazu bringt, dass wir schnell eine Regenerationspause brauchen. Das heißt, Trompete weg und erstmal nicht spielen, bis es eben zum Beispiel am nächsten Tag wieder funktioniert und man locker sich einspielt. Wichtig ist, dass man immer weiß, wie man die Höhe trainieren soll. Nicht mit brutaler Luftmenge, denn wie gerade eben beschrieben, muss die Kraft von hinten ausgeglichen werden mit der Kraft von vorne. Das heißt, die Lippen werden zusammengedrückt. Eine ganz klare Angelegenheit. Wenn ich jetzt mich auf die Technik besinne, was passiert denn eigentlich, muss ich nicht diese extreme Luftmenge, diesen extremen Luftdruck aufbauen, sondern vom Prinzip her ist es die Lippenmuskulatur, die eben den Teil der Lippe, der schwingt, einengt, somit schwingt weniger und wir haben die Möglichkeit, dass diese schneller schwingt. Höhere Frequenzen heißt höherer Ton auf der Trompete, was sich natürlich überträgt. Und ich empfehle immer, wenn ihr in die Höhe trainiert, nehmt erstmal die Lautstärke raus. Mezzo Piano ist absolut ausreichend, damit man noch oben eine Technik erlernt, die es dir später auch erlaubt, natürlich lauter zu spielen, aber leichter in die Höhe zu kommen. Und wie Adam Rapper auch immer sagt, aus jedem Fieb entsteht irgendwann mal ein Ton, deswegen immer die Kraft rausnehmen und wir werden uns an diese Technik gewöhnen. Wichtig ist jetzt, wenn wir Übungen machen, das wir gleich starten werden, immer darauf achten, dass es nicht die Luftmenge ist, die von hinten schiebt, sondern dass es die Lippen sind, die an Spannung zunehmen. Man kann das Ganze chromatisch gestalten und spielt dann zum Beispiel von C2 aus. Zum Beispiel bis zum Cis. Wenn regulär zum Beispiel dein C3 der höchste Ton ist, spiel noch einen Ton drüber oder zwei Töne drüber. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie man die Höhe trainieren kann, und zwar ist es das sogenannte Töne schleudern. Das heißt, wir schleudern immer in die Oktave und starten auch hier beim C2. Und so weiter und so fort. Also bis zum F, bis zum S, je nachdem, wie es eben funktioniert. Es ist ganz wenig, was du machen musst. Es ist und es spannt sich nochmal nach. Das heißt, du hast einen gewissen Ansatz natürlich, eine gewisse Muskelspannung und die intensiviert sich jetzt, indem du Muskeln zupackt. Die Lippen werden ein klein wenig eingerollt, es schwingt weniger Lippenmaterial und auch schneller, wie gerade eben schon gesagt. Und schon geht es nach oben. Das heißt, dieses Riesenthema oder dieser Riesenberg Höhe ist gar nicht mehr so hoch. Flacht permanent ab. Sobald man einmal verstanden hat, wie das funktioniert, dass man übers C3 bis zum S, irgendwann das E, F, Gs und so weiter und so fort erreicht, dann wird deine Höhe nicht mehr das Problem sein. Du weißt, wie es funktioniert, du kannst ausbauen und du wirst auch noch höher spielen können. Viel wichtiger ist es, dass man sich zum Beispiel mit Sachen auseinandersetzt, wie zum Beispiel Ausdauer, tiefe Lage, lockeres Trompete spielen, natürliche Atmung, angenehmer Klang, Stütze, Zungenposition und so weiter und so fort. Also man hat ja einen riesen Werkzeugkasten an Punkten, die man tagtäglich trainieren kann. Technik wie die Höhe ist in dem Fall meistens nur ein Resultat aus den anderen Punkten, die man gut trainiert. Also kümmere dich um deine Basics, kümmere dich um deine Zungentechnik und so weiter und so fort. Und da meine ich jetzt nicht nur den Anstoß bzw. dreifacher oder doppelter Zungenanstoß, sondern hier geht es auch um Zungenposition. Welche Zungenposition habe ich zum Beispiel in der eingestrichenen bzw. in der Kleinoktave und wie sieht das Ganze aus, wenn man eben in der zweigestrichenen bzw. dreigestrichenen Oktave sich bewegt.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Hast du Fragen, dann gerne in die Kommentare oder mich persönlich anschreiben, das ist überhaupt kein Problem. Und wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Ein Like und Abo freut mich immer. Bis dahin, ciao, euer Nico.